Europa und Deutschland sind besessen von Israel. Über kein anderes Land wird hierzulande so häufig debattiert, diskutiert und kein anderes Land wird so oft auf die moralische Anklagebank gestellt wie Israel. Am Montag erreichte diese Kultur der Pseudodebatten in der ARD-Sendung Hart aber fair seinen Tiefpunkt. Da trafen sich sogenannte Experten in einer Runde, um eben darüber zu debattieren, ob es richtig ist, Israel zu boykottieren beim Eurovision Song Contest. Der ESC ist in diesem Jahr so politisch aufgeladen wie lange nicht. Mehrere Länder boykottieren den Wettbewerb aus Protest gegen die Teilnahme Israels. Beim ESC in diesem Jahr fordern die Sender mehrerer Länder und über 1000 Künstler einen Ausschluss Israels vom Wettbewerb. Zuerst wurde Maria Popov gefragt und sie argumentierte, dass man durchaus verstehen könnte, woher dieser Boykott kommt. Maria, sprechen wir über den Boykott. Island, Niederlande, Spanien, Irland und Slowenien schicken keine Künstler zum ESC. Manche zeigen den ESC nicht mal aus Protest gegen die Teilnahme Israels. Kannst du die Entscheidung nachvollziehen? Ich weiß zumindest, woher sie auch aus einem Druck aus der Gesellschaft kommt und dass wir auch hier in Deutschland eine Zuschauerschaft haben des ESCs, die diese Gründe gerade auch fühlen und auch sowohl ESC-Fans als auch die queere Community, die selber gespalten sind. Es gibt Bars in Berlin, die vorher den ESC ausgestrahlt haben, das jetzt nicht mehr tun. Es gibt ESC-Fans auch aus der queeren Community, die vorher große ESC-Fans waren, darüber gesprochen haben und jetzt zu einem Boykott aufrufen. Und ich finde es da wichtig, erstmal die Gründe überhaupt anzuschauen, sich das genauer anzusehen, was da zum Beispiel drinsteckt. Das Thema, dass es schon lange, auch nicht erst jetzt, sondern schon länger Vorwürfe gibt, dass dort mit verschiedenem Maß gemessen werden würde, nämlich mit der Regierungsnähe, dass Israel sich einmischen würde im Voting des ESCs. Ein Vorwurf, der vorher noch laut diskutiert wurde, der erst heute mit einer Recherche von der New York Times zum Beispiel bestätigt wurde. Sie bezog sich dabei auf einen Artikel, der zur gleichen Zeit in der New York Times erschienen ist. Dort haben 2 Journalisten herausgefunden, dass die israelische Regierung sich tatsächlich eingemischt hat bei dem Voting letztes Jahr bei dem Finale vom Eurovision Song Contest. Kurz zum Kontext. Letztes Jahr trat für Israel Yuval Raphael auf, eine junge Sängerin, die das Nova Festival Massaker überlebt hatte und für Israel gesungen hat. Sie hatte eine wunderschöne Ballade, eine unfassbar talentierte Sängerin und einfach auch eine sehr bewegende Geschichte. Es ist deswegen nicht erstaunlich, dass sehr viele Menschen mit ihr solidarisch sein wollten und für sie stimmten. Das waren bestimmt nicht nur die Juden in der Diaspora oder Israelis im Ausland, sondern eben auch ganz viele Menschen, die mit ihrer Stimme zeigen wollten, sie stehen hinter Israel, aber sie unterstützen auch diese wundervolle junge Sängerin. Yuval Raphael gewann beim Publikumsvoting den 1. Platz und bis heute kann sich ganz Europa von diesem Schock nicht erholen. Man konnte einfach nicht akzeptieren, dass tatsächlich so viele Menschen für eine Jüdin aus Israel gestimmt hatten und vermuteten, dass da irgendetwas dahinter steckt. Die New York Times hat also dazu recherchiert und man könnte vermuten, dass die New York Times etwas absolut Schockierendes entdeckt hatte. Vielleicht hat Bibi Netanyahu persönlich die Zentrale des ESC bestochen. Vielleicht steckt der Mossad dahinter. Vielleicht gab es eine Cyberattacke von Israel und deswegen wurden die Voting-Ergebnisse manipuliert. Aber nichts dergleichen. Was die New York Times herausfand, Israel hatte Werbung gemacht für Yuval Raphael, für die eigene Teilnehmerin am ESC. Bibi Netanyahu hat dazu aufgerufen, für Yuval anzurufen und pro-israelische, israel-solidarische Organisationen haben die Menschen auch animiert und Werbung gemacht für Yuval Raphael. Das war der ganze Skandal. Das eigene Land macht Werbung für die Sängerin. Jedes andere Land beim ESC macht genau das Gleiche, aber hier war es plötzlich ein riesengroßer Skandal. Und genau dieses Argument wurde auch bei Hart aber fair aufgenommen, dass Israel eben die Voting-Ergebnisse manipuliert, dass Israel um Gottes Willen ein Eigeninteresse hat, dass das eigene Land gut abschneidet bei einem Musikwettbewerb. Die israelische Regierung erhofft sich davon ja offensichtlich einen PR-Erfolg. Wäre das nicht dann ein Argument für die Seite, die sagt, man sollte Israel ausschließen, weil es womöglich ein PR-Erfolg für diese Regierung ist?
Dann sprach Katja Epstein. Sie erinnerte sich an ihre Zeit in einem Kibbutz, an Israel. Auch über den Holocaust verlor sie wenige Worte. Und es wirkte so, als ob sie sehr persönlich, historisch korrekt weitersprechen würde. Dass ich als Halbwüchsige schon mal in den Kibbutz wollte, helfen, die Wüste zu urbanisieren. Das waren so Kindervorstellungen. Ja? Und mit 12 Jahren haben wir von Alain Resnais den Film Bei Nacht und Nebel gesehen und waren vollkommen geflasht, was Menschen mit Menschen machen. Also diese Kollektivverantwortung, die wir gar nicht stemmen konnten oder so. Aber ich hatte sowas in mir und dachte mal, wir sind deutsch, warum ist das hier passiert? Diese maschinelle Tötungsmaschinerie da. Egal. Aber das Blatt wendete sich relativ schnell. Als es um den 7. Oktober ging, sagte sie zwar, dass dieser Vorfall sehr, sehr schrecklich war. Das, was da an Grauenhaftem passiert ist, in dem Überfall auf Israel durch die Hamas, das hat ausgerechnet Menschen getroffen, die den Palästinensern immer helfen wollten, weil sie nah an der Grenze waren und eigentlich immer dachten, irgendwie müssen wir doch mal koexistieren können. Die wurden da umgebracht oder wie auch immer bei diesem schrecklichen Vorfall. Gleichzeitig nannte sie aber das weitere Vorgehen Israels ungefähr in der Logik von erst hauen die einen zu und dann die anderen. So wie der Mensch immer geartet ist, also haust du mich, hau ich dich und so diese irrsinnige Gewaltspirale, die daraus wächst. Nein, Frau Epstein, der 7. Oktober war nicht einfach ein Draufhauen, das war nicht einfach nur ein schlimmer Vorfall. Der 7. Oktober war ein Massaker, wenn Sie verstehen, was dieses Wort bedeutet. Für das jüdische Volk, das 0,2% der Weltbevölkerung ausmacht, war dieser Tag eine historische Katastrophe. 1200 Ermordete, ganze Familien ausgelöscht, Familien, die in ihren Häusern verbrannt wurden, ganze Ortschaften ausgelöscht, Jugendliche, die auf einem Musikfestival gejagt wurden, entführt worden, vergewaltigt worden sind, verstümmelt worden sind. All das ist nicht einfach nur ein Auslöser des Nahostkonflikts, ein Vorfall, eine kriegerische Auseinandersetzung. Es ist eine Katastrophe. Was Israel danach tat, das war nicht ein einfacher, primitiver Rachefeldzug gegen das arabische Volk. Es war der Kampf gegen eine islamistische Terrororganisation, die offen damit angegeben hat, den 7. Oktober zu wiederholen. Es war ein existenzieller Kampf ums Überleben und um seine eigene Bevölkerung. Das war, was Israel nach dem 7. Oktober tun musste. Und hier in Deutschland tut man so, als ob der 7. Oktober einfach nur ein Vorfall war. Einfach nur eine weitere Eskalation. Und das ganze historische Ausmaß, die existenzielle Bedrohung für dieses Volk und für dieses Land, das wird sehr gerne ignoriert. Und dann kann man tatsächlich so zynisch sein und so verkürzt denken, dass man in einer Talkshow sitzt und darüber spricht, dass erst der eine gehauen hat und dann haut der andere drauf und von einer ewigen Gewaltspirale. Nein, Frau Epstein, das ist sehr primitiv, geschichtsvergessen, verkürzend und führt leider dazu, dass Israel weiterhin dämonisiert wird und das palästinensische arabische Volk in seiner ewigen, selbst inszenierten Opferrolle verbleibt. Kann man aber nicht Kinder, alte, junge Palästinenser, dieses ganze Volk damit bestrafen. Seit über 2 Jahren hängt der Begriff Genozid über unseren Köpfen, sobald es um das Thema Israel geht. Es hat Aktivisten berauscht, Parolen radikalisiert und selbst die Gedanken von sogenannten Nahostexperten komplett vernebelt. Genozid bedeutet die absichtliche Vernichtung eines Volkes, seiner Menschen, seiner Kultur, seiner Existenz. Also im Grunde genau das, was arabische Terrorgruppen, was die Hamas und einige palästinensische Araber, die beteiligt waren, an dem Massaker machen wollten. Sie wollten Israel auslöschen und am liebsten auch alle Juden auslöschen. Das sagen sie auch öffentlich und voller Stolz. Stattdessen wurde der Genozidbegriff aber nicht auf den 7. Oktober angewandt, also auf die genozidalen Absichten der Hamas und der beteiligten Araber, sondern auf das Vorgehen Israels. Wer aber Israel eines Genozids beschuldigt, muss das nicht nur mit einer Parole tun, sondern muss das auch belegen können. Und dafür reichen eben nicht einfach nur Empörungswellen, Social-Media-Posts und moralisch aufgeladene Parolen. Ein Krieg ist kein Genozid. Schreckliche Bilder sind kein Genozid. Das Leid einer Zivilbevölkerung sind kein Genozid. Es gab
keinen Genozid in Gaza. Es gab keine Absicht eines Genozids. Ein Genozid im Gazastreifen fand nicht statt. Die meisten Menschen benutzen das Wort Genozid nicht als juristischen Begriff, sondern als sprachliche Waffe. Sie können nicht unterscheiden zwischen Krieg, zivilem Leid, militärischer Verantwortung, Selbstverteidigung. Sie werfen alles in einen Topf und machen daraus den Genozidvorwurf, der daraus aber nicht realer wird, nur weil man ihn immer und immer wieder benutzt. Ich würde diesen Nahostexperten so gerne sagen: Öffnet die Augen, bevor ihr urteilt. Informiert euch, bevor ihr eure moralische Überlegenheit inszeniert. Lernt Geschichte, bevor ihr Parolen wiederholt. Informiert euch darüber, was die Hamas und andere Terrororganisationen sind. Keine Befreiungsbewegungen, sondern islamistische Terrororganisationen, die Israel vernichten wollen, Geiseln nehmen, Raketen auf Zivilisten schießen und die eigene Bevölkerung für militärische Zwecke missbrauchen. Informiert euch darüber, wie tief dieser Terror in Gaza und auch im Westjordanland verankert ist. Informiert euch darüber, wie oft Friedensangebote, Teilungspläne und Selbstverwaltungsmodelle abgelehnt, sabotiert oder mit Gewalt von den Arabern beantwortet worden sind. Informiert euch darüber, dass Palästina historisch ursprünglich kein ethnisch eindeutiger Staatsbegriff war, sondern eine geografische Bezeichnung für ein Gebiet, in dem sowohl Juden als auch Araber lebten. Und informiert euch schließlich darüber, wie die Propaganda funktioniert hat, darüber, wie soziale Medien euch geblendet haben, wie Bilder aus Gaza aus dem Kontext gerissen wurden, emotional aufgeladen wurden und als Beweis verkauft wurden, bevor irgendjemand geprüft hatte, was tatsächlich geschehen ist und was dort eigentlich gezeigt wurde. Wie aus jeder tragischen Szene sofort eine Anklage gegen Israel konstruiert wurde, wie von katastrophalem Hunger gesprochen wurde, während gleichzeitig Bilder und Berichte aus Teilen von Gaza auftauchten, in denen Cafés wieder öffneten, Märkte funktionierten und Lebensmittel nicht fehlten, sondern einfach offen auf der Straße herumlagen. Lernt, dass Krieg grausam ist, Grausamkeit allein aber noch kein Beweis für Genozid ist. Lernt, wovon ihr sprecht, bevor ihr sprecht. Lernt die Bedeutung eurer eigenen Worte, bevor ihr sie als Waffe benutzt. Bildungslücken, historische Blindheit und die Arroganz daraus, moralische Urteile zu formen, machen euch nicht zu Experten. Sie machen euch nicht mutig, nicht aufgeklärt und auch nicht überlegen. Sie machen euch zu Menschen, die nichts wissen und trotzdem alles verurteilen und die ihre Unwissenheit auch noch als Haltung verkaufen. Katja Epstein empört sich dann weiter darüber, und ich zitiere, dass hier in Deutschland jüdisches Leben mit Israel und der Regierung verbunden wird und dass das ein Problem ist und dass dadurch der Antisemitismus weiter befeuert wird. Und dieser Dissens, ja, und ich bin wirklich gegen Antisemitismus unterwegs, solange ich denken kann. Das wird uns auch kaputt gemacht durch diese Regierung. In gewisser Weise. Alles in einen Topf schmeißen. Jüdisches Leben mit dieser Regierung in Israel. Ja? Das heißt, Sie Und können das passt nicht. In Deutschland schmeißt man das alles in einen Topf. Jüdisches Leben mit Israel-Regierung. Genau diese Debatte wird von Menschen geführt, die Israel permanent moralisch beurteilen wollen und dabei offenbar nicht verstehen, was Israel für Juden bedeutet. Für diese Menschen ist Israel einfach nur ein Staat wie jeder andere. Eine Regierung, ein Konflikt, ein Talkshow-Thema. Aber Israel ist die Antwort auf eine Welt, die Juden verraten hat. Israel ist ein Schutzraum, ist Verantwortung und die einzige sichere Heimat für das jüdische Volk. Nach dem 7. Oktober flogen Juden aus aller Welt nach Israel. Junge Menschen, erfolgreiche Menschen, Menschen mit sicherem Leben, Karriere, Familie und Zukunftsplänen. Nicht Menschen, die nichts zu verlieren hätten. Menschen, die sehr viel zu verlieren hatten und trotzdem gingen sie nach Israel. Und warum? Weil sie verstanden haben: Das ist mein Volk, das ist meine Familie, das ist mein Land, das ist meine Verantwortung. Wenn der jüdische Staat bedroht ist, betrifft das auch mich. Selbst wenn ich in New York lebe, in Berlin lebe, wenn ich in Paris, London, Zürich oder Buenos Aires zu Hause bin. Sie gingen, weil Juden über Jahrhunderte gelernt haben, was es bedeutet, wenn niemand kommt. Wenn niemand schützt, wenn niemand die Tür öffnet, wenn niemand rechtzeitig hilft. Deshalb verteidigen sie dieses kleine Land. Nicht aus nationalistischer Romantik, nicht aus Militarismus, sondern aus Liebe, Verantwortung, Erinnerung, aus dem Wissen heraus, dass ein Volk, das nur etwa 0,2% der Weltbevölkerung ausmacht, nicht darauf vertrauen kann, dass andere es retten. Und während Juden aus aller Welt nach Israel reisten, um zu helfen, um zu kämpfen, um zu trauern gemeinsam, um das Land zu verteidigen, diskutierte man in Deutschland darüber, ob junge Menschen im Ernstfall ihr eigenes Land überhaupt noch verteidigen würden. Während man also Israel permanent verurteilte, war das jüdische Volk gleichzeitig bereit, alles hier stehen und liegen zu lassen, um sein Volk, sein Land zu verteidigen, zu beschützen. Und hier in Deutschland
konnte man nicht einmal junge Menschen dazu mobilisieren, darüber nachzudenken, zur Bundeswehr zu gehen. Also allein der Gedanke darüber, vielleicht freiwillig für sein Land zu dienen, hat hier Skandale ausgelöst. Man hat es nicht einmal geschafft, Menschen dazu zu bewegen, sich darüber Gedanken zu machen, ob es Deutschland vielleicht wert ist, dass man es verteidigt, sein eigenes Land. Nein, stattdessen gingen junge Menschen hier auf die Straße und protestierten dagegen. Sie wollten Deutschland eben gerade nicht verteidigen. Doch wer schützt dann eure Mütter, eure Schwestern, eure Frau, eure Kinder, euer Zuhause, eure Freiheit, eure Demokratie? Vielleicht haben viele in Deutschland einfach verlernt zu verstehen, was Liebe zum eigenen Land und zum eigenen Volk eigentlich bedeutet. Dafür muss man keine großen Worte wie Patriotismus benutzen. Es geht um Liebe, um Verantwortung, um die Fähigkeit, Not zu erkennen und dorthin zu gehen, wo Hilfe gebraucht wird, um Zusammenhalt, um eine Gemeinschaft. Vielleicht ist genau das der Grund, warum Israel viele so wütend macht. Israel erinnert daran, was sie selbst verloren haben. Die Fähigkeit zu sagen, das ist mein Volk, das ist meine Familie, das ist mein Land, ich bleibe, ich helfe, ich verteidige. Und vielleicht vor allem die Fähigkeit überhaupt noch zu wissen, für welche Werte man bereit ist zu kämpfen. Jetzt ruft man laut in Europa: Israel raus aus dem ESC, boykottiert Israel, schließt Israel aus. Aber wenn Israel beim Eurovision nicht singen darf, warum eigentlich dort aufhören? Dann seid doch konsequent. Entfernt israelische Medizin aus deutschen Krankenhäusern. Streicht israelische Forschung aus europäischen Laboren. Verzichtet auf israelische Drohnentechnologie in der Bundeswehr. Lehnt israelische Raketenabwehr für Deutschland ab, verzichtet auf israelische Schutzsysteme für deutsche Panzer, entfernt israelische Navigations-, Wasser-, Landwirtschafts-, Cyber- und Diagnosentechnologien aus eurem Alltag, boykottiert Netflix, Amazon, Disney, Hollywood, die Musikindustrie, Universitäten, Forschungszentren, Krankenhäuser und Sicherheitsdienste, denn überall dort werdet ihr israelische Künstler, jüdische Produzenten, israelische Formate, jüdische Geschichten, israelische Erfindungen, jüdische Wissenschaft, israelische Technologien finden. Keine israelische Sängerin auf der Bühne, aber israelische Raketenabwehr für Europa. Keine israelische Flaggen beim ESC, aber israelische Drohnen für die Bundeswehr. Keine Normalisierung mit Israel, aber bitte israelische Medizin, israelische Wissenschaft, israelische Sicherheitsarchitektur und israelische Hilfe, wenn Deutschland Kerosin braucht. Wo wollt ihr eigentlich ohne Israel hin? Seid doch ehrlich, was ihr meint. Wir wollen den jüdischen Staat nicht sehen. Wir wollen ihn nicht hören. Wir wollen ihn nicht auf der Bühne, nicht in den Wettbewerben, nicht in der Kultur, nicht in der Öffentlichkeit. Aber seine Erfindungen, seine Technologie, seine Forschung, seine Sicherheitssysteme und seine Hilfe nehmen wir selbstverständlich weiterhin gerne an. Das ist kein Boykott. Das ist Heuchelei. Europa kommt mit toten Juden leichter zurecht als mit lebenden Juden, die sich verteidigen. Über jüdische Opfer kann man Gedenkreden halten. Mit jüdischer Selbstverteidigung beginnen dann die Probleme. Deshalb ist diese ESC-Debatte weit mehr als eine Diskussion über einen Musikwettbewerb. Es geht nicht um diese 3 Minuten Musik. Es geht darum, ob die Stimme des jüdischen Staates erneut aus der Gemeinschaft verdrängt werden soll, sobald sie nicht mehr in die Rolle passt, die Europa Juden zugedacht hat. Leidend, dankbar, still und moralisch bequem. Doch Israel schweigt nicht. Israel singt. Israel forscht, Israel verteidigt sich, Israel kämpft, Israel heilt, Israel erschafft, Israel überlebt. Und genau deshalb ist Israel am Ende der Sieger dieser erbärmlichen Debatte. 3 Länder zeigen den ESC nicht. 5 Länder bleiben dem ESC ganz fern. Aktivisten rufen zum Boykott auf. Talkshows diskutieren mit ernster Miene darüber, ob Israels Ausschluss nachvollziehbar sei. Und Israel steht trotzdem auf dieser Bühne. Mit einem großartigen Sänger, mit einem wunderschönen Lied, mit einer Stimme, mit einer Flagge, mit all dem Schmerz, all der Würde, all der Kraft eines Landes, dem seit seiner Gründung erklärt wird, unter welchen Bedingungen es existieren darf. Israel steht auf dieser Bühne nicht, weil Europa es erlaubt hat. Israel steht dort, weil es dorthin gehört. Und wer das nicht erträgt, sollte sich weniger mit Israel beschäftigen und mehr mit dem eigenen moralischen Bankrott.